Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und Melanie ist wie immer schon in Action. Wie ihr es hören könnt, wir sind hier an einem relativ belebten Ort. Hier hinten ist eine schnelle Straße und niemand, der hier vorbei gerast kommt mit hunderte von Sachen, weiß, was sich hier befindet. Wir sind in einem kleinen Waldstück und ich mache jetzt mal eben einen Schwenk für euch. Boah. Krass, der eine oder andere wird eventuell wissen, wo wir sind, beziehungsweise was wir vorhaben. Wir sind wieder in Frankreich unterwegs und ganz im Rahmen wieder vom Ersten Weltkrieg. Wir wollen euch jetzt weitere Unterkunftsbereiche zeigen, die man im Ersten Weltkrieg genutzt hat. Von allen Seiten, die Alliierten, also Briten, Franzosen, die Deutschen. Und das Krasse ist halt einfach, man hat diese alten Steinbrüche hier genutzt. Auch hier sieht man jetzt schon, wir fangen auch einfach mal direkt an, ohne viel Zap-Zap. Hier wird irgendeine Platte davor gewesen sein. Man sieht hier noch da irgendwelche Verschraubungen, irgendwelche Anker und hier wird irgendwas dran gewesen sein. Man sieht hier noch den Rest. Das sieht man aber nicht, wie aufgeklebt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man hier einen schönen Sockel, wie als ob hier ein Relief schon mal drin gewesen ist. Man hat hier mehrere Eingänge in den Steinbruch. Wir müssen heute diesmal auch aufpassen. Da hatten wir letztens schon ein kleines Problem. Wir müssen, wenn wir jetzt reingehen, uns schon mal anfangen zu orientieren. Weil da sind wir letztens nur einmal falsch abgebogen und waren komplett woanders. Und das darf uns heute nicht passieren. So, dann ist mir heute auch noch ein Missgeschick passiert, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe mir ein Funkmikrofon versaubeutelt. Das heißt, es ist wieder irgendwo abhanden gekommen, so ein Scheiß. Aber ich hoffe mal, dass ich es noch finde. So, Taschenlampe an und dann geht's los. So, wir sind drin. Und ich hoffe heute einfach mal, dass wir wieder ein paar tolle Sachen finden aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Weil hier gab es keine Fremdnutzung. Guck mal, hier ist schon so ein riesen Tor drin. Krass. Also hier gab es keine Fremdnutzung, dass man das für eine Champignonzucht oder sowas genutzt hat. Boah, ein riesen Tor hier. Da hinten hat sich jemand aus den USA von 1965 verewigt. Echt? Nur USA 1965. Wenn man jetzt hier weitergeht? Ja. Okay. Stimmt. Das ist die Frage, ne? Ja, das ist wie gesagt ein Kalkstein und das heißt, man kann hier ganz einfach in den Stein irgendwas reinmeißeln, wenn man künstlerisch begabt ist oder auch nicht. Aber mir fällt auch schon wieder die ersten Relikte hier auf. Die ersten Relikte schon wieder hier. Ach so, das meint jetzt Melanie. Ja gut, das ist ja jetzt hier nur so mit Kohlestift eingemeißelt. Aber was mir hier, wie gesagt, schon ganz gut gefällt, ist einfach keine Fremdnutzung. Das heißt, wir haben erstmal nicht so viel Müll. Klar werden wir jetzt hier und da noch was finden an modernen Müll, aber hier ist schon eine Plastikflasche, aber ansonsten wird sich das, denke ich mal, jetzt im Rahmen halten. Die ersten Flaschen schon, wir sind noch gar nicht weit drin. Die ersten Bleche. Geht schon gut los. Ja. Ich bin noch hier dabei. Ich sehe auch schon die ersten Relikte. Jo, von hier hinten sehe ich das schon. Das ist ein Männchen. Das ist ein Männchen. Ja, 100%ig. Das ist ein Soldat. Da oben, du leuchtest ja, ne? Okay. Hier oben hat man den Kopf mit so einer Mütze hier.
Und hier ist der Körper. Ihr könnt es ganz gut auf der Kamera erkennen. Wir haben schon das erste Relief gefunden. Klasse. Hier liegt auch schon wieder der erste Zünder. Und hier stand da auch irgendwas. Man kann noch die 19 erkennen. 1962 vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange der Steinbruch auch aktiv gewesen ist. Hier an den Ecken sind halt immer diese kleinen Hinweistafeln eigentlich gewesen. Auch hier nochmal. Aber da kann man jetzt nicht mehr so viel erkennen. So, es geht jetzt wieder direkt los mit den Relikten. Wie soll es anders sein? Aber diesmal müsste man gar nicht so weit reingehen. Das ist der Unterschied. Das ist alles für einen Schuh. Melanie macht schon Ohr, außer hat sie auch schon wieder was gefunden. Das ist alles Lederreste. Flaschen liegen hier wieder rum. Eine Menge. Ja, überall diese Lederreste hier für die Stiefel. Da. Und hier Glasflaschen ohne Ende. Okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Sonst passiert uns der gleiche Scheiß wie beim letzten Mal. Boah, hier geht's weiter. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das findet man, sage ich mal, draußen nicht mehr. Vor allen Dingen Lederreste. Überall. So, was hat die Melanie gerade entdeckt? Wow. Wow, und da nochmal. Boah. Leute, davon haben wir gesprochen. Das sind die Relikte, die wir sehen wollen. Das ist alles so filigran. Tja, das hat eine Bedeutung. Ich glaube mal, das soll ein Schlüssel sein. Da oben, der eine ist schon weggebrochen. Tja, darunter weiß ich nicht. Jeweils an den Seiten weiß ich nicht, was die Symbole bedeuten. Aber ich habe auch gelesen, dass hier viele Soldaten ja auch Freimaurer gewesen sind. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Alex Chipman, Sam Davis, Russ Nyberg Und Harry Riley. Also es klingt nach britischen Soldaten oder amerikanischen, ne? Ich denke mal amerikanische Soldaten, oder? Weil hier steht ja US, logischerweise, mit den 2 gekreuzten Kanonen. 103, das unten können ein D sein, vielleicht 103. US-Division. Ich weiß jetzt nicht, guck mal, hier, genau, hier oben ist noch so ein Eichenlaub, ja, oder ein Ahorn. Das ist richtig klasse, oder? Achso, dass ihr mal jetzt seht, vielleicht von der Größe, wie wir hier sprechen. Ne? Ich fasse jetzt nicht direkt drauf, aber dann seht ihr, wie groß das halt ist. Das ist schon sehr groß. Ja, und sowas ist jetzt ein Paradebeispiel dafür. Schön, das ist richtig klasse. Hier vorne steht auch irgendwie sowas mit Kind. Ich kenne Dr. Kind. Nee. Ich mach mal weg hier. Dann kannst du das richtig fotografieren. Hier ist noch was. Hier so ein Rahmen. Und man kann dann nicht mehr erkennen, was da mal drin gewesen ist. Und hier könnte auch was drin gewesen sein. Das sieht auch irgendwie so komisch ausgestemmt aus. Boah, Leute.
das ist richtig klasse. Hier vorne links. Ah, hier. Guck mal, hier. Hier auch. Ja, das ist die Breslau und hier ist irgendwas mit links da. Kim, 1917 steht da. 14 bis 17. Oder 14 bis 17, ja. Das kann auch sein, das kann eine 14 sein, ja. Ja, das zeigt ja aber, dass das hier von deutschen Soldaten, was wir auch nachgelesen haben, und gleichzeitig von ja, alliierten Soldaten, sage ich jetzt mal, genutzt wurde. Und ich habe auch gelesen, dass teilweise auch nur einige Wände die Soldaten voneinander getrennt hatten. Also dass die gleichzeitig in diesen Anlagen drin gewesen sind. Und wenn die Anlagen übernommen haben der Gegenseite, war es auch so, dass die ja, Hinterlassenschaften, also die Gravuren und so weiter, gar nicht überpinselt haben oder zerstört haben. Wenn was zerstört ist, dann ist das meist später erfolgt durch Besucher, weil die das anerkannt haben, weil die ja letztendlich alle das gleiche Leid hatten. Das ist der Alois, ne? Alois in Breslau, der sich dann verewigt hat. Wohnhaft wahrscheinlich in Breslau oder kommt aus Breslau. Klotze. Klotze liest du? Irgendwie A und dann Klotze. Ach, A, Klose. Klose, ja, Klotze. stimmt, Klose heißt das. Ja, man muss ein bisschen länger mal drauf gucken, dann kann man es auch lesen. Wow, es geht schon gut los. Leute, wir sind noch gar nicht so lange hier drin. Aber wir haben jetzt schon die ersten Sachen gefunden. Wir haben Bodenrelikte gefunden. Wir haben schon die ersten Gravuren in den Wänden gefunden. Das ist Wahnsinn. Tja, Leute, ich glaube, es geht weiter. Es geht direkt weiter. Oh, guck mal. Das ist eine Frau hier. Die hat da eine steile Frisur. Boah, guckt euch das mal an, Leute. Ey, ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Ich lasse einfach mal die Kamera drauf. Ja, ich glaube, da hat auch einer sich schon wieder rein verewigen müssen. Der René, der gehört da nicht rein. Aber das ist richtig krass, ey, Leute. Aber guck nach links. Ja, ich muss mal einen Rucksack abnehmen, sonst geht hier gar nichts. Und ich darf auf jeden Fall nicht mein zweites Relief verlieren. Ich erzähle heute eine Scheiße, ey. Mein zweites Mikro. Ja, tatsächlich. Hier, Leute. Das hat man zugemauert, diesen Gang. Buck, auch wieder von den Amerikanern. Die 103. hatten wir vorhin gelesen. Mit den 2 Kanonen gekreuzt. Relativ einfach. Aber man hat leider genau an der Stelle, das ist auch eine absolute Idiotie, an der Stelle jetzt hier die Mauer hochgezogen, über das Relief. Ey. So viel Verstand. Also, ja, keine Ahnung, das ist so eine Kammer. Ich kann ja hier mal eben durchgehen, oder? Naja, was soll man dazu sagen? Ich gucke mir auf jeden Fall jetzt erstmal den Geheimgang hier an. Soll ich mal eben kurz weitergehen? Ja. So Leute, ich gehe mal eben kurz weiter. Ihr hört mich ja hier, wenn ich hier spreche. Ich nehme euch am besten direkt mit, was soll das? So sieht dieser Gang hier aus. Ich komme gleich, keine Angst. Oh hey. Das ist ein richtiger Gang. Der geht schon ganz schön lang. Wir müssen ein bisschen schnell machen, sonst haben wir Angst. Ich bin gleich da.
Gibt es auch nichts zu sehen. Hier steht nur noch was von 1918 dran. Mit so einer komischen Zahl. 2 oder ein 2 und ein P ist das. Ne, das ist zugemacht, die Stelle hier. Okay, gut. Vielleicht hat man die zugemacht, weil das da verbrochen ist. Hier war auch noch mal ein Relief. Man erkennt es nicht mehr. Hey, das ist wie in den Pyramiden, Leute, hier. Ich war schon mal in den Pyramiden. Nee, nicht in den Pyramiden, was erzähle ich für Quatsch. Ich war im Tal der Könige. Da gab es auch solche Gänge. Hier ist noch was, Schatz. Hier ist noch ein Relief. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Dick oder Dicer Stanley. Das ist auch schon wieder von der 103. Mit den Kanonen. Krass, Leute. Also das macht schon wieder richtig Laune hier. Das ist einfach so. Das zu erforschen ist richtig krass. Hat jeder ein Mikrofon mit? Hat jeder ein Mikrofon mit? Nee. Also Leute, wären wir hier jetzt nicht reingegangen, dann hätten wir diese Reliefe auch nicht gefunden. Also manchmal muss man sich echt auf jeden Fall ins Zeug legen. Hier hinten war ein Verbruch, aber ob man deswegen das jetzt hier vermauert hat, weiß ich nicht. Oder aus anderen Gründen. Vielleicht wurde da ja was versteckt. Man weiß es nicht. Alles möglich. Ja, Leute. Es geht weiter. Wir haben jetzt hier einen Stoffrest gefunden. So, jetzt können wir das besser erkennen. Hier sind wieder alte Flaschen. Jetzt liegen sogar Muscheln rum teilweise. Das könnte vielleicht so ein Gestänge von einer Lampe sein, von so einer Öllampe. Meine Güte, ey. Noch mehr. Alte Dosen sind das gewesen. Man sieht auch immer wieder die Federn hier. Das sind von den Bettgestellen. Die haben hier wirklich ihre Betten und alles hier drin gehabt oder Krankenlage, je nachdem für was man es genutzt hat. Überall wieder die Sohlen von den Stiefeln oder Einlegesohlen, je nachdem. Überall seht ihr auch die Nägel in den Wänden. Da werden Leitungen hergegangen sein. Das ist, wie gesagt, so eine Zeitkapsel hier. Nee. Das sind jetzt einzelne Abbaukammern. Und ich vermute mal, das hatten wir in dem letzten Video ja auch gehabt, dass das hier noch aus der Zeit halt stammt. Das hier, dass das wie ein Bergbau ist, dass man sich hier angekreuzt hat oder ja, angeschrieben hat, was man hier vielleicht rausgebrochen hat. Das ist gut möglich. Wir hatten vorhin auch noch ein kleines Gemälde entdeckt, aber am 30.01.1994 hat es schon mal jemand besucht. Also ist das ja auch schon wieder ein paar Jahre her.
Wirklich krass, wenn man das hier wieder sieht. Hier hat noch einer wieder Glasflaschen ausgegraben. Diese Löcher, die sehen ja Sondeln aus. Ne? Ja, irgendwie schon. Ich glaube auch, dass die Leute hier gesondelt haben und deshalb liegen diese Sachen auch draußen. Ja, hier unten stört die ja auch keiner, ne? Vermutlich würden wir sonst viele Sachen jetzt auch nicht sehen. Ja gut, zu sondeln kann man so seine Einstellung haben, wie man will. Na, es machen viele halt richtig, aber es machen leider halt auch viele falsch. Das heißt, die räubern halt die Böden aus und die Relikte, die man ja der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte oder halt um was nachzuvollziehen, was an dem Ort passiert ist, für die Archäologie und so weiter. Die sind halt leider für immer verloren. Ne? Und meistens landen diese Sachen halt in Sammlervitrinen halt bei denjenigen. Da sieht es manchmal krasser aus als in manchen Museen. Hier hat man jetzt die Sachen liegen gelassen, die vielleicht jetzt von weniger Interesse waren. Hier ist sogar noch Porzellan. Und hier an der Seite ist sogar noch ein bisschen was zu erkennen. Aber ist ein grüner Fleck. Und das könnte hier auch so vom Essgeschirr oder sowas auch sein. So ein Packpot. Hier hat man wieder diese riesigen Schnallen. Ich weiß nicht, für was die gewesen sind. Ob das was mit dem Pferden zu tun haben, dass die vielleicht teilweise auch Pferde hier unten untergebracht haben, kann durchaus sein. Hier halt wieder viel Leder, überall Glas. Hier ist sogar ein Knochen. Ne, das ist kein Knochen. Das ist eine Umverpackung. Metall, also blechartig. Und Flaschen ohne Ende. Hier ist noch ein Teller. So ein Stück vom Teller. Aber man kann nicht erkennen, was das für ein Hersteller mal war. Noch mehr. Immer wieder diese riesigen Schnallen, ey. Das muss doch was für die Pferde sein. Ich weiß nicht, was das ist. Für irgendwelche Beschläge, Türbeschläge. Ich kann es jetzt nicht klar deuten. Das Konservenflaschen, klar. Aber diese komischen... Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es wirklich einer von euch. Ich habe das noch nie gesehen. Ging es bei dir weiter? Okay. Da, wo Melanie jetzt zuläuft, sieht auch komisch aus, wie so eine Art Versammlungsplatz. Oder? Sieht schon so merkwürdig aus. Hier in der Mitte. Von hier aus kannst du überall jetzt in jede Richtung gehen. Oh. Ja, ohne Ende Holz, das werden halt alles Regale gewesen sein. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie dieses... Das ist die Schrift doch nicht so. Nee. Das sieht irgendwie so komisch aus. Diesen Kohle-Sachen, den traue ich irgendwie nicht so. Wenn das überhaupt Kohle ist. Macht auch keinen Sinn. Was soll das an der Decke? Das ist halt überall hier auch. Hier oben auch. Das sind eigentlich Schmierereien jetzt schon hier. Hier an dem Sockel hier auch, an der Stütze. Das ist
Einzige, was noch original sein kann, ist das hier. Römisch 12. Der Rest ist Quatsch. Auch schon die ersten größeren Relikte, Wellblech. Krass, hier hört man auch irgendwie die Fahrzeuge überein. Hier ist irgendwie eine Wand abgemauert. Und Melanie hat da jetzt schon wieder das nächste Relief gefunden. Spannung steigt. Das sieht aus wie ein Porträt, ne? Datenquellen, ne? Könnte durchaus sein. Ohne Schatten, bitte. Ja. Ja, oder einfach nur ein Seitenprofil halt von einem Mensch. Ich weiß nicht, ob der unbedingt einen Helm auf hat, aber schön. Aber es ist diesmal nicht so groß, es ist relativ klein. Ja. Aber trotzdem, schön. Ey, ich habe doch was gefunden. Das sieht aus wie ein Turm. Hier geht es irgendwie in den Stollen vielleicht. Und hier ist ein Haus. Sieht aus, als ob da so ein Mühlstein davor ist. Es kann sein, dass das eine Mühle ist. Boah. Und hier muss auch irgendwas gewesen sein. So, wir gehen jetzt praktisch in den zweiten Eingang rein. Wir haben, glaube ich, alles gesehen, was es auch so zu zeigen gibt, denke ich mal. Also, wir haben jetzt nicht jede Kammer im Einzelnen abgelaufen und euch jetzt gezeigt, weil das ist jetzt für euch uninteressant. Sondern wir wollen jetzt den Fokus darauf lenken, einfach auf die Relikte aus der Zeit. Ne? Gucken. Das können jetzt. Hier ist ein Zugang, ne? Und dann kommt noch ein Zugang. Also ich glaube erstmal die Taschenlampe, also die Akkus wechseln. Ja Leute, wir sind noch gar nicht weit drin. Relativ am Anfang. Und wir haben jetzt hier schon die ersten Inschriften. Man kann es aber nicht mehr so gut erkennen irgendwie, ich weiß auch nicht. Und hier unten habt ihr sogar noch das Eiserne Kreuz. Und hier ist noch einer, der sich verewigt hat, aber auch da schwierig. So, und jetzt haben wir auch wieder eindeutige Relikte. In den Flaschen war immer Wein, ne? Oder In den meisten Fällen Alkohol halt, ne? viel Alkohol getrunken. Ja, die haben viel Alkohol getrunken. Sehr viel Alkohol. Also Wasser war da auf keinen Fall drin. So, jetzt muss man wieder aufpassen. Hier sind wieder Granaten. Guck mal, hier ist auch wieder Porzellan, ne? Guck mal. Mit dem Henkel. Aber es ist schwer zu sagen, ne, ob das ein altes ist. Ja, Schutt reingeschüttet worden. Ja? Geht von Haus oder wo kommt das her? Das kann von oben einfach reingebrochen sein. Also, dass das jetzt unbedingt mit Absicht gemacht wurde, weiß ich nicht. Da hätte man, glaube ich, auch die Zugänge direkt mit verfüllt.
So, zu guter Letzt der letzte Höhlenbesucher hier, beziehungsweise Steinbruchbesucher, der es nicht mehr geschafft hat. So Leute, ich glaube, wir sind durch heute. Wir haben uns echt eine Menge angeguckt. Wir sind echt auch hier heute wieder viel gelaufen, was ihr auf dem Video vielleicht gar nicht immer so seht. Ach ja klar, guck mal, Melanie hat zum Schluss hier noch was gefunden. 100%ig, das haben die rausgeschlagen, die Idioten. Hier oben war was, hier unten eine schöne Schreibschrift. Ja, das Problem ist auch, was ich auch schon mal gelesen habe, dass Leute auch wirklich Reliefe auch vom Bunkern und so weiter, die über den Eingängen sind, dass die rausschlagen. Das kann auch hier so ein Fall sein. Und auch das sich praktisch in die Vitrine dann stellen. Ne? Das ist leider halt auch wieder so ein Punkt. Ne? Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird halt mitgenommen. Naja, aber wie gesagt, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch trotzdem heute wieder eine Menge zeigen konnten. Ja, wie gesagt, wieder ein Aspekt der Rückzugsorte im Ersten Weltkrieg, den die Soldaten sich zunutze gemacht haben, weil sie hier praktisch schon eine gute Überdeckung einfach hatten, ne, falls doch hier Granatfeuer eingeschlagen wäre und sich das so wohnlich gemacht haben. Und man merkt es halt auch, umso weiter man in die Anlage reingeht, das ist eine schöne Zimmertemperatur. Ne? Wenn man sich jetzt eine Decke mitnimmt, reicht vollkommen aus, da kann man es aushalten. Ne? Also das ist kein Problem. Ich denke, das ist für die Leute deutlich, für die Soldaten deutlich besser gewesen als draußen irgendwo im Graben. So, wir haben eigentlich noch so einen kleinen Zugang noch. Ich überlege jetzt halt gerade, ob wir da noch mal gucken. Soll ich da noch mal spickern? Aber nee, ich sehe schon, das geht so durch. Ja? Da unten ist schon wieder, da kommt auf der anderen Seite schon wieder Licht hoch. Okay. Ja. Ja, lassen wir es heute bleiben. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Ne? Gut, Leute, also schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare, was ihr zu der Anlage haltet, wie ihr überhaupt das Thema findet, diese Rückzugsorte von den Soldaten, ob ihr die spannend findet, die Relikte, die wir eigentlich größtenteils euch zeigen, ob ihr die spannend findet. Ich denke irgendwie schon doch, weil es ist ja, man sieht es halt auch nicht mehr so häufig. Ja, Abo ist halt gerne gesehen, das ist absolut kostenlos, könnt ihr gerne machen. Und schaltet das nächste Video ein, was wir hier auf dem Kanal zeigen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Und ein Däumchen nach oben. Und ein Däumchen nach oben. Oder nach unten. Oder nach unten, bitte nicht nach unten. Wobei ist eigentlich total egal, ne? Ist egal. Macht was ihr wollt, Hauptsache ein bisschen Reaktion. Wir sehen uns, macht's gut.